Die dunkle Realität der Kriegsfinanzierung. Jedes Imperium behauptet, der Krieg sei notwendig. Nur wenige geben die weitaus gefährlichere Wahrheit zu: Sie können ihn sich eigentlich nicht leisten. Mit den bestehenden Steuern und ehrlichem Geld lässt sich dieses Rad nicht drehen. Sie sind gezwungen, von der Zukunft zu stehlen, das Geld unbemerkt zu plündern oder einen Finanzmechanismus aufzubauen, der so mächtig ist, dass er die Schulden selbst in eine Waffe verwandelt. Genau das ist die wahre Geschichte der Kriegsfinanzierung. Imperien hören nicht auf zu kämpfen, nur weil die Kasse leer ist. Sie lassen sich neue Tricks einfallen, um irgendwie weiterzumachen. Und das Schlimme ist, dass diese Tricks eine Zeit lang sogar funktionieren. Das ist es ja, was die Sache so verlockend macht. Man manipuliert den Geldwert, beschlagnahmt Silber, verkauft Anleihen, gibt die Steuern von morgen schon heute aus, bläht die Bilanz auf. Und dem Volk erzählt man, diese Last sei nur vorübergehend, der Sieg stehe vor der Tür und das System laufe wie geschmiert. Doch die Realität sieht völlig anders aus. Wenn du verstehen willst, wie die Welt wirklich tickt, darfst du nicht darauf schauen, wie Staaten Kriege rechtfertigen oder welche Denkmäler sie danach errichten. Du musst dir ansehen, wie sie diese Kriege bezahlen. Untersuche den Finanzierungsmechanismus, denn dort liegt die wahre Hierarchie verborgen. Krieg ist nicht nur ein militärisches Ereignis, er ist eine Finanzkrise in Uniform. Er stellt eine unbarmherzig klare Frage: Wer wird wann und wie bezahlen? Mit Steuern, durch Inflation, mit einem Moratorium, durch beschlagnahmtes Vermögen, durch Auslandsschulden oder mit einer Währung, die 10 Jahre später keinen Pfennig mehr wert ist? Die Antwort variiert von Imperium zu Imperium, aber das Muster bleibt immer gleich. Staaten kämpfen an der Front mit Soldaten und im Hintergrund mit Buchhaltern. Wenn die Buchhalter versagen, ist der Sturz der Soldaten nur noch eine Frage der Zeit. Rom. Die Manipulation des Geldwerts. Beginnen wir mit Rom, dem Erfinder des ersten Tricks. Jahrhundertelang basierte die Macht Roms auf Eroberungen, Beute, Steuern und einer gigantischen imperialen Wirtschaft. Die Expansion finanzierte sich von selbst. Neue Gebiete bedeuteten Plünderung, Sklaven, steuerbares Land und politischen Prestigegewinn. Doch dieses Modell funktioniert nur, solange die Grenzen wachsen und die eintreffende Beute groß genug ist, um die Risse im Fundament zu kaschieren. In dem Moment, in dem die Grenzen stagnieren, bricht das Kartenhaus zusammen. Das Imperium muss immer noch seine Legionen bezahlen, seine Straßen instand halten, seine Beamten ernähren und seine Grenzen schützen. Genau dann wird die Rechnung zu einer strukturellen Krise. In einer Welt, in der Rom in die Defensive gedrängt wurde und alles teurer wurde, musste es immer noch diese alte, pompöse Militärmaschinerie füttern. Das war die Stunde, in der die monetären Spielchen begannen. Im 3. Jahrhundert war das Römische Reich durch Invasionen, Bürgerkriege, politische Instabilität und explodierende Militärkosten in die Enge getrieben. Der berühmteste Trick, zu dem sie griffen, war die Abwertung, die Manipulation des Münzwerts. Der Silbergehalt der römischen Münzen, insbesondere des Denars, wurde kontinuierlich gesenkt. Oberflächlich betrachtet waren die Münzen immer noch offiziell, trugen weiterhin das Gesicht des Kaisers und repräsentierten die Macht des Staates. Doch das Metall im Inneren schrie es heraus: Der Staat dehnte das Geld, weil er nicht mehr die Kraft hatte, sich der Realität zu stellen. Dies ist der älteste Fehler der Finanzgeschichte. Wenn die Macht ihre Verpflichtungen nicht reduzieren kann, reduziert sie ihre Ehrlichkeit. Die Manipulation des Geldwerts ist deshalb so verlockend, weil sie einfacher erscheint als das Eintreiben von Steuern. Erhöht man die Steuern offen, riskiert man Aufstände. Kürzt man das Militärbudget, lädt man zur Invasion ein. Bezahlt man seine Schulden nicht, ist man im Mark beschämt. Reduziert man jedoch das Edelmetall in den Münzen, kann man so tun, als hätte man das Problem gelöst. Man bezahlt die Soldaten, begleicht die Schulden und dreht das Rad weiter, ohne dass der sofortige Wertverlust des Geldes direkt auffällt. Eine Zeit lang geht das gut, doch dann schießen die Preise in die Höhe. Das Vertrauen schwindet. Die Märkte passen sich an. Die Soldaten fordern mehr Sold, der Staat manipuliert den Geldwert erneut und die Abwärtsspirale beginnt. Rom ging natürlich nicht an einer einzigen Währungskrise zugrunde. Die Geschichte verläuft selten in einer geraden Linie. Aber das Beispiel Roms verdeutlicht die Logik perfekt. Wenn ein Imperium seine Zusagen nicht mehr ehrlich finanzieren kann, beginnt es, sich von der Zukunft des Geldes zu verschulden. Spanien: Die Illusion des Reichtums und die Bankrotte. Springen wir nun zur Supermacht der frühen Neuzeit, Spanien. Die Methode ändert sich, doch die Krankheit bleibt dieselbe.
Mit dem Gold- und Silberstrom aus Amerika und seinen dynastischen Ambitionen hatte Spanien das furchterregendste Imperium jener Epoche aufgebaut. Silber aus Orten wie Potosí und Mexiko floss in rauen Mengen in die imperialen Netzwerke. Auf dem Papier hätte dies Spanien unbesiegbar machen müssen, nicht wahr? Schatzflotten, globale Reichweite, dynastisches Prestige und das Bild von unbegrenztem Reichtum. Doch beim Blick auf die Geschichte müssen wir unbarmherzig sein. Große Cashflows erzeugen in der Geschichte zuerst eine Illusion, bevor sie Stabilität bringen. Spanien nahm das Silber nicht einfach nur entgegen, es gab es aus, noch bevor die Flotte den Hafen erreichte. Es verschuldete sich, indem es das Silber als Sicherheit pfändete, nutzte es zur Finanzierung von Kriegen in ganz Europa und ging, in der Annahme, dieser Silberfluss würde niemals versiegen, gigantische militärische Verpflichtungen ein. Das ist so, als würde jemand, der im Lotto den Jackpot knackt, diesen Gewinn für sein monatliches Gehalt halten. Die spanische Monarchie führte teure Kriege, unterhielt Armeen im Ausland, verteidigte Ländereien am anderen Ende der Welt und versuchte, riesige Schuldenberge zu bewegen. Das Silber war kein Schatz mehr, sondern eine Sicherheit. Die Gläubiger finanzierten den König im Vertrauen auf die zukünftigen Silberlieferungen. Wenn diese Lieferungen jedoch ausblieben oder die Ausgaben die Einnahmen um Längen übertrafen, war das Ergebnis nicht bloß ein Engpass. Spanien ging mehrfach offiziell bankrott. Es ist eine der größten tragikomischen Pointen der Finanzgeschichte. Das Imperium, das das Silber der ganzen Welt kontrollierte, konnte seine eigenen Rechnungen nicht bezahlen. Zudem hatte dieses Silber noch einen weiteren Preis: Inflation. Der unkontrollierte Zustrom von Edelmetallen nach Europa löste jene langfristigen Preissteigerungen aus, die historisch als Preisrevolution bekannt sind. Mehr Silber bedeutete nicht automatisch mehr realen Wohlstand, es bedeutete vielmehr einer ohnehin im demografischen und strukturellen Wandel befindlichen Wirtschaft eine enorme monetäre Last aufzubürden. Spanien wurde zu einem Mahnmal mit der Maske einer Supermacht. Der natürliche Ressourcenreichtum erlaubte es dem Land, Kriege zu finanzieren, die weit über das hinausgingen, was seine produktive wirtschaftliche Basis hätte tragen können. Doch dabei zerstörte es genau jene wirtschaftliche Disziplin und jene Gewohnheiten, die dauerhafte Macht schaffen. Leicht verdientes Geld kann ein Imperium selbst dann noch aufrecht erscheinen lassen, wenn es strategisch längst am Ende ist. Britannien. Die Weaponisierung des Vertrauens. Dann betritt Britannien die Bühne und die Geschichte nimmt eine völlig neue Wendung. Britannien plünderte nicht einfach nur effizienter oder spielte geschickter mit dem Geldwert. Es tat etwas weitaus Gefährlicheres und Mächtigeres. Es schuf einen Schuldenmarkt, der in der Lage war, Krieg im massenhaften Ausmaß zu finanzieren. Dies ist einer der größten Wendepunkte in der globalen Machtgeschichte. Insbesondere nach den Finanzrevolutionen des späten 17. Jahrhunderts entwickelte Britannien ein fiskalisch-militärisches System, das auf Besteuerung, Staatskrediten und institutionellem Vertrauen basierte. Die Bank von England, Bank of England, das System der fundierten Staatsschuld und der immer tiefer werdende Anleihemarkt verliehen dem britischen Staat eine außergewöhnliche Glaubwürdigkeit. Weil die Investoren darauf vertrauten, dass der Staat seine Schulden unter allen Umständen zurückzahlen würde, konnte Britannien sich weitaus günstiger und nachhaltiger gigantische Summen leihen als seine Rivalen. Dieses Vertrauen veränderte alles. Britannien konnte lange Kriege nicht deshalb durchhalten, weil der Krieg billig war, sondern weil es die Last des Krieges über die Zeit und über eine breite Basis von Investoren verteilen konnte. Statt sich nur auf die unmittelbare Plünderung oder Notsteuern zu verlassen, gab es Schuldverschreibungen heraus, die an zukünftige Steuereinnahmen gekoppelt waren. Auf diese Weise konnte der Staat Ressourcen für den Krieg mobilisieren, die weit über sein liquides Bargeld hinausgingen. Er bezahlte Flotten, finanzierte Verbündete, rüstete Armeen aus und führte jene langen Kriege gegen Frankreich mit einer finanziellen Leichtigkeit, von der die Rivalen auf dem europäischen Festland nicht einmal zu träumen wagten. Das ist das wahre Geheimnis hinter der britischen Macht. Es war nicht nur seemännisches Geschick oder industrielle Energie, es war die Fähigkeit, Schulden zu machen, um zu überleben und zu expandieren. Und dieses Vertrauen war im Grunde eine politische Technologie. Die Investoren liehen dem Imperium ihr Geld nicht, weil sie es so sehr liebten. Sie liehen es ihm, weil sie auf das System, das Parlament, die Kapazität zur Steuereintreibung, die administrative Kontinuität und auf das Wort des Staates vertrauten. Um es offen zu sagen, Britannien hat das Vertrauen als Waffe eingesetzt.
Wenn ein Staat in Kriegszeiten billig Kredite aufnehmen kann, gewinnt er strategische Geduld. Er kann abwarten, bis die Energie seiner Feinde erschöpft ist, Koalitionen finanzieren und Schocks abfedern, die schwächere Finanzsysteme in den Ruin treiben würden. In diesem Szenario waren Schulden kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Werkzeug zur Erlangung der Vorherrschaft. Doch wir sollten auch das nicht romantisieren. Ein schuldenfinanzierter Krieg bedeutet, dass am Ende irgendjemand die Zeche zahlen muss. Die britischen Steuerzahler zahlten, die Verbraucher zahlten. Die Kolonialeinkünfte und die imperiale Ausbeutung trugen ihren Teil bei. Während die Anleihegläubiger reicher wurden, wurden die Armen durch indirekte Steuern und die wirtschaftlichen Verheerungen des Krieges erdrückt. Ein starker Schuldenmarkt beseitigt die Kosten des Krieges nicht. Er verteilt sie nur über die Zeit und die sozialen Schichten. Das war es, was das britische Modell so gefährlich machte. Es ließ einen unhaltbaren Krieg sehr lange Zeit haltbar erscheinen. Es gab keine bessere Illusion, als das Schlachtfeld in ein handelbares Finanzinstrument zu verwandeln. Napoleon konnte mit dieser Finanzstruktur Britanniens zwar nicht mithalten, verstand die wirtschaftliche Dimension der Sache jedoch sehr wohl. Seine Kriege radierten Europa von der Landkarte, doch die Fähigkeit Britanniens, den Widerstand zu finanzieren, Koalitionen zu schmieden und den Krieg in die Länge zu ziehen, gab letztlich den Ausschlag. Frankreich konnte mit grandioser Taktik erobern, aber Britannien konnte weiterhin bezahlen. In langwierigen Konflikten schlägt die Finanzierung der Ausdauer das militärische Genie. Es ist eines jener kaum bekannten Gesetze der Imperien. Wenn du lange genug überleben kannst, um den Sieg für die Gegenseite finanziell unmöglich zu machen, musst du nicht jeden Krieg gewinnen. Die Bilanz wird am Ende selbst zum Schlachtfeld. 20. Jahrhundert. Der totale Krieg und die Trümmer. Im 20. Jahrhundert wurde die Kriegsfinanzierung industriell, total und weitaus gefährlicher. Der Erste Weltkrieg zertrümmerte die Illusion, dass die Kriege moderner Großmächte mit normalen Methoden der Friedenszeit finanziert werden könnten, vollständig. Die Staaten verschuldeten sich im Wahn, trieben die Steuern in die Höhe, beschlagnahmten Industrien und rissen alle alten monetären Grenzen nieder. Die Golddeckung des Geldes wurde ausgesetzt, die Druckerpressen liefen Tag und Nacht, um Papiergeld zu drucken, und ganze Gesellschaften wurden in eine Abschlachtmaschine verwandelt. Die Dimensionen waren nun völlig andere. Es ging nicht mehr darum, einer Armee an der Grenze den Sold zu beschaffen. Es ging darum, die gesamte Volkswirtschaft nach der Logik des Krieges neu zu gestalten. Fabriken, Eisenbahnen, Bauernhöfe, Logistik und der Arbeitsmarkt wurden dem Kalkül des Kriegsstaates geopfert, und die Rechnung war mit dem Waffenstillstand nicht beglichen. Die Kriegsschulden blieben auf dem Tisch, Reparationskrisen brachen aus, Währungen kollabierten, Inflation und mancherorts Hyperinflation erwuchsen aus den Trümmern dieses finanziellen Stresses, des politischen Zusammenbruchs und der monetären Kurzsichtigkeit. Meist erinnert man sich an das Beispiel Deutschlands, doch das Gesamtbild ist weitaus größer. Wenn ein großer Krieg durch Schulden und Gelddrucken finanziert wird, kehrt das System mit dem Frieden nicht automatisch in die Werkseinstellungen zurück. Jene Forderungen, jene Schulden, jener gesellschaftliche Schaden bleiben bestehen. Der Krieg leiht von der Zukunft, und die Zukunft treibt diese Schuld immer mit Zinsen ein. Das war einer der Gründe, warum die Zwischenkriegszeit so instabil war. Der Erste Weltkrieg forderte nicht nur Menschenleben, er zerstörte das finanzielle Gleichgewicht Europas und das Vertrauen in das Geld. Die Staaten hatten weitaus mehr versprochen, als sie ehrlich zurückzahlen konnten. Sie versuchten es mit Reparationen, Sparpolitik, Gelddrucken und politischen Kuhhandeln, doch die Last ließ sich nicht abschütteln. Wenn du dich fragst, warum das 20. Jahrhundert so gewaltsam ins Trudeln geriet, liegt hier die Antwort. Wenn Staaten ihre Kriegslasten in die Friedenszeit mitschleppen, können sie sich nicht normalisieren. Sie gehen mit einer bereits rissigen Finanzarchitektur in die nächste Krise. Der Zweite Weltkrieg trieb diese Logik noch weiter, allerdings mit einem gewaltigen Unterschied. Die Vereinigten Staaten von Amerika traten als das zentrale finanzielle Rückgrat des kriegerischen Budgets der Alliierten und anschließend des Nachkriegssystems hervor. Die amerikanische Kriegsfinanzierung stützte sich auf Steuern, Kriegsanleihenkampagnen, finanzielle Repression und die immense Produktionskapazität der US-Wirtschaft. Vor allem aber war es eine Frage des Maßstabs. Die USA konnten diese Schulden tragen, weil sie über eine industrielle Vormachtstellung, die Tiefe des Binnenmarktes und ein reibungslos funktionierendes politisches System verfügten, das die Ersparnisse der Bevölkerung in die Staatsfinanzierung lenken konnte. Es war nicht schmerzfrei.
Es war teuer, gigantisch und transformativ. Doch im Gegensatz zu schwachen Staaten besaßen die USA das, wovon jedes kriegsfinanzierende Imperium träumt: eine Produktionsbasis, die groß genug war, um diese irrsinnige Verschuldung am Ende sinnvoll erscheinen zu lassen. Das amerikanische Jahrhundert, das Privileg der globalen Reserve. Nach dem Krieg geschah etwas noch Einschneidenderes. Die USA bezahlten nicht nur den Krieg, sie erbten ein Vermächtnis, bei dem ihre eigenen Staatsschulden und ihre Währung im Zentrum des globalen Systems platziert wurden. Bretton Woods, die Hegemonie des Dollars, die amerikanischen Kapitalmärkte und die geopolitische Nachkriegsarchitektur schufen ein System, in dem die USA ihre Militärmacht über den Globus ausdehnen und dies mit ihrer eigenen Währung in einem unvorstellbaren Ausmaß finanzieren konnten. Dies ist die reinste, am raffiniertesten ausgearbeitete Form des imperialen Vorteils. Rom senkte den Geldwert, Spanien importierte Silber, Britannien baute einen Anleihemarkt auf. Die USA hingegen errichteten eine Welt, in der die eigenen Schulden zum grundlegenden Baustein des globalen Finanzsystems wurden. Dieser Schachzug verändert das Spiel vollkommen. Wenn deine Schulden zur Reserve der anderen werden, engt dich die Kriegsfinanzierung nicht mehr so sehr ein. Die USA können Haushaltsdefizite einfahren, Staatsanleihen drucken und sich auf jene gigantische globale Nachfrage nach Dollarvermögenswerten stützen, wie es sich kein Imperium der Geschichte je hätte erträumen können. Das macht Kriege nicht kostenlos. Es sorgt nur dafür, dass die Rechnung besser verteilt, weiter aufgeschoben und politisch erträglicher gemacht werden kann. Die Öffentlichkeit sieht die Haushaltslöcher, die Welt saugt das Papier auf. Die Inflation mag später kommen, Vermögenspreise mögen sich aufblähen, zukünftige Budgets mögen schrumpfen, doch im entscheidenden Moment dreht sich der Mechanismus weiter. Dies ist ein völlig neues Level finanzieller Macht. Versionen davon hast du im Kalten Krieg und danach gesehen. Die amerikanische Militärmacht, die Bündnissysteme, die Überseestützpunkte und die Sicherheitsgarantien wurden nicht mit Silberflotten oder durch das Beschneiden von Münzen finanziert. Sie wurden durch die Kombination aus Steuern, Schulden, monetärer Dominanz und der einzigartigen strukturellen Rolle des Dollars finanziert. Die Kriegs- und Sicherheitsausgaben wurden in der gewaltigen Architektur einer schuldenbasierten Hegemonie aufgelöst. Deshalb sind die modernen USA nicht nur eine militärische Supermacht, sondern der ausgeklügelste kriegsfinanzierende Staat, den die Geschichte je gesehen hat. Sie können zukünftige Rechtsansprüche in die militärische Macht der Gegenwart auf planetarer Ebene ummünzen. Doch das bedeutet nicht, dass die Grenzen verschwunden sind. Es bedeutet nur, dass sich die Art und Weise ändert, wie diese Grenzen dich treffen. In den alten Imperien zeigte sich der finanzielle Stress in abgewerteten Währungen, Steueraufständen oder dem direkten Bankrott. Im modernen amerikanischen Szenario sind die Gefahren subtiler: chronische Haushaltsdefizite, ein turmhoch wachsender Schuldenberg, der Trugschluss, die Nachfrage nach dem Dollar sei unendlich und jener gefährliche politische Glaube, dass sich eine strategische Überdehnung jederzeit durch das Drucken neuer Anleihen lösen lässt. Das größte Problem solcher privilegierten Positionen ist, dass sie eine strategische Trägheit erzeugen. Wenn sich ein Staat daran gewöhnt, für den Krieg Schulden zu machen, ohne dass das System kollabiert, beginnt er zu glauben, dass die Grenzen völlig verschwunden seien. Die Grenzen sind nicht verschwunden. Sie wurden lediglich auf die Zeit, auf die Institutionen und auf die Bereitschaft der anderen verteilt, das von dir gedruckte Papier weiterhin zu halten. Buchhalter und Soldaten. An dieser Stelle hört die Kriegsfinanzierung auf, eine Geschichtslektion zu sein, und wird zu einer lebendigen Schablone. Moderne Staaten nutzen immer noch dasselbe Menü, sie verfügen lediglich über bessere Technologien und eine höflichere Ausdrucksweise. Wenn es eng wird, erhöhen sie die Steuern, wenn sie können, machen sie Schulden, und wenn sie den Mut dazu aufbringen, drucken sie Geld, erzeugen Inflation und verschleiern die Kosten so gut es geht. Manchmal bürden sie diese Last durch Staatsschulden dem Rücken der Zukunft auf. Manchmal nehmen sie das Geld über die Inflation aus den Taschen derer, die es halten, und manchmal wälzen sie es auf Verbündete, Kolonien, ausländische Gläubiger oder auf jene Unterklassen ab, die niemals an diesem Entscheidungstisch saßen. Doch die Frage bleibt immer dieselbe: Wer bezahlt die Rechnung des Krieges? Und die Antwort lautet fast nie: diejenigen, die diesen Krieg beschlossen haben. Hier liegt der moralische Kern der Sache. Die Kriegsfinanzierung ist eine Maschine, die eine öffentliche Gefahr nimmt und sie in eine verteilte persönliche Last verwandelt. Die Bürger bezahlen die Rechnung nicht sofort. Das ist der Grund, warum Staaten das Schuldenmachen so lieben.
Die Inflation trifft einen in dieser Staffellaufphase nicht sofort. Das ist der Grund, warum das Spiel mit dem Geldwert oder der Griff zur Druckerpresse politisch so attraktiv erscheint. Die Renten werden nicht sofort wertlos, die Steuern stehen nicht vor der Tür, bevor die Siegesreden vorbei sind. Es kann Jahre dauern, bis der Schaden an der Währung verbrieft ist. Imperien leihen von der Zeit, weil die Zeit der einzige Gläubige ist, der im Moment der Entscheidung nicht mitstimmen kann. Hier liegt auch für die persönliche Finanzwelt eine weitaus härtere Lektion bereit als die üblichen Klischees. Finanzielle Freiheit hat nicht nur damit zu tun, wie viel du verdienst, sie hat damit zu tun, wie sehr du staatlichen Entscheidungen ausgesetzt bist, die du nicht kontrollieren kannst. Wenn Staaten Kriege durch Schulden und monetäre Manipulationen finanzieren, finden sich Sparer, Lohnempfänger, Rentner und die Steuerzahler der Zukunft mitten im System wieder, ob sie diesen Krieg nun befürwortet haben oder nicht. Die Inflation schmilzt das Bargeld auf, finanzielle Repression formt die Steuern, Vermögenspreise werden manipuliert und die Prioritäten des Staates verschieben sich hin zum Schuldendienst und zu Sicherheitsausgaben. Einer der grundlegendsten Vorteile beim Verständnis der Wirtschaftsgeschichte ist das Erlernen dieser Regel. Wenn den Staaten die ehrlichen Einnahmen ausgehen, werfen sie ein Auge auf Bilanzen, die ihnen nicht gehören. Das letzte Wort: Was also verbindet Rom, Spanien, Britannien, die Weltkriege und die amerikanische Ära? Es ist nicht die Tatsache, dass sie dieselben Instrumente genutzt hätten. Das haben sie ohnehin nicht getan. Was sie alle verbindet, ist, dass jeder von ihnen mit derselben Grenze konfrontiert war und unter Druck versuchte, diese Grenze durch finanzielle Innovationen zu überschreiten. Rom minderte den Wert des Geldes. Spanien verpfändete das Silber. Britannien institutionalisierte die Kriegsschuld. Das 20. Jahrhundert normalisierte die totale Verschuldung und das Gelddrucken. Die USA hingegen verwandelten die Staatsschuld und die Vormachtstellung der Währung in eine globale strategische Infrastruktur. Unterschiedliche Jahrhunderte, unterschiedliche Werkzeuge, aber derselbe Drang. Jenen militärischen Einfluss und jene Macht, die die bestehende Steuerbasis nicht ehrlich tragen kann, um jeden Preis aufrechterhalten zu wollen. Und das bringt uns zur ultimativen Lektion. Imperien brechen meist nicht in dem Moment zusammen, in dem sie beginnen, Kriege zu finanzieren, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Im Gegenteil. In dem Moment, in dem sie jenen neuen, cleveren Weg finden, die Rechnung aufzuschieben, wirken sie wie in ihrer mächtigsten historischen Phase überhaupt. Genau das ist es, was sie gleichzeitig so gefährlich und so fragil macht. Die Manipulation des Geldwerts kauft Zeit. Silber kauft Zeit. Anleihemärkte kaufen Zeit. Der Status einer Reservewährung wiederum kauft sehr, sehr viel Zeit, doch nichts davon lässt die Kosten verschwinden. Es verteilt, verschleiert und verschiebt sie nur. Am Ende muss das System doch jene Frage beantworten, vor der es zu fliehen versuchte. War diese militärische Macht real genug, um all die Rechnungen und Ansprüche zu rechtfertigen, die auf Kosten der Zukunft ausgestellt wurden? Die Antwort der Geschichte fällt meist sehr unbarmherzig aus. Für eine Weile ja, aber am Ende des Tages nein. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns.